Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Ich zeige euch das Grundgerüst einer Do-While-Schleife. Zuallererst wird eine Variable initialisiert. Initialisierung. Dann wird die Do-While-Schleife definiert und die Bedienung wird hier angegeben. In dem Do-Code-Block wird die Anweisung und die Variablenveränderung angegeben. Dieser Codeblock hier wird mindestens einmal ausgeführt und am Ende wird die Bedienung überprüft. So, und jetzt kommen wir zu der Endlosschleife. Dazu initialisieren wir eine Variable int i ist gleich 0. Wir definieren die Do-While-Schleife und geben die Bedienung an. I kleiner 5 beispielsweise. Dann wird eine Anweisung angegeben, console.writeLine. Und wir geben die Variable i aus. Wir führen das Programm aus und wir können in der Konsole sehen, dass es endlos durchläuft, bis wir das Programm schließen. Warum ist das so? Weil wir haben hier keine Variablenveränderung definiert. Und dazu kann sich die Variable i nicht verändern. Und wir erhalten immer auf der Konsole den Wert 0. Ich zeige euch, wie man eine einfache Do-While-Schleife definiert. Dazu initialisieren wir zwei Variablen, int Anzahl ist gleich 7, int Zahl ist gleich 0. Wir definieren eine Do-While-Schleife, Do-While, und hier wird die Bedienung angegeben. Zahl kleiner Anzahl. Hier schreiben wir eine Anweisung, console.writeLine, Zahl, und die Zahl wird jedes Mal um 1 erhöht. Wir führen das Programm aus und wir sehen auf der Konsole 0 bis 6, also 7 Rundendurchläufe. Wir schauen uns jetzt das Anwendungsbeispiel an, wie man eine While-Schleife in einer Do-While-Schleife umschreibt. Dazu werden die zwei Variablen initialisiert. Wie im vorherigen Video habe ich das hier rauskopiert und hier eingefügt. Und wir schreiben das jetzt um, indem wir hier die While-Schleife rauskopieren und entfernen und hier unten hinzufügen und hier die Do definieren. Und das war es auch schon. Und wenn wir das jetzt ausführen, was sehen wir dann? Wir müssen eine Zahl eingeben, beispielsweise 4. Dann müssen wir noch eine Zahl eingeben, 3, 6 und die 2. Und es wird dann alles aufsummiert und am Ende erhalten wir die Summe 15. Das war schon alles, wie man eine While-Schleife zu einer Do-While-Schleife umschreibt. Ich will jetzt nicht nur die Zahl aufsummieren und das Ergebnis ausgeben, sondern ich will jetzt auch den Durchschnitt berechnen, indem ich 5 Zahlen eingebe und der Durchschnitt wird ausgegeben. Dazu initialisiere ich zwei Variablen. Double Zwischensumme ist gleich 0 und int Anzahl gleich 5. Int i ist gleich 0. Ich definiere die Do-While-Schleife und die Bedienung lautet i kleiner Anzahl. Console.writeLine, gib eine Zahl ein. Double Zahl ist gleich convert.toDouble console.readLine. Die Zwischensumme wird aufaddiert mit Zahl i++ für den Rundendurchlauf und am Ende wird console.writeLine Durchschnitt Zwischensumme geteilt durch die Anzahl. Wenn wir das Programm jetzt ausführen und ich gebe beispielsweise 2, 3, 4, 5 und 6 ein,
Dann haben wir insgesamt 5, 9, 14, 20. Und 20 geteilt durch 5 ergibt 4. Und damit ist die Berechnung korrekt. Wenn wir das Programm nochmal ausführen und wir geben 2, 3, 4, 5 und 6 ein. Dieser Durchschnitt hier, also 2 geteilt durch 5, ergibt 0,4. 2 plus 3 sind 5. 5 geteilt durch 5 ist 1. 2 plus 3 plus 4 ergibt 9. 9 geteilt durch 5 sind 1,8. 2 plus 3 plus 4 plus 5 ergibt 14. Und 14 geteilt durch 5 ergibt 2,8. Und 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 ergibt 20. 20 geteilt durch 5 ergibt 4. So wird das Ganze berechnet. Habt ihr irgendwelche Wünsche oder Verbesserungsvorschläge? Schreibt das in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.